Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Also stellt euch mal vor, ihr loggt euch morgens in ein Lernsystem ein und der digitale Lehrer weiß halt genau, welche einzige Vokabel ihr gestern vergessen habt. Das ist echt verrückt. Ja, total. Das System ändert dann sofort den kompletten Tagesplan, nur für euch. Und es ist keine Science Fiction mehr. Also genau darüber sprechen wir heute. Richtig, heute ist Tag 179. Unser Thema ist die Zukunft des Lernens und wir lernen gemeinsam 15 wichtige Wörter für den Alltag. Ganz genau. Aber bevor wir da jetzt tief in diese digitale Welt eintauchen, haben wir noch was Spezielles für euch. Oh ja, heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern. Shadowing. Shadowing, das klingt ja schon mal super spannend. Wie funktioniert das genau? Also beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Das ist wie so ein Echo quasi. Ah, okay. Und das ist enorm wichtig, weil das Gehirn durch diese aktive Bewegung viel schneller lernt. Also ihr seid nicht nur passiv. Hier sind 3 einfache Schritte. Genau. Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Also einfach nur den Rhythmus aufnehmen. Richtig. Denkt nicht an Grammatik. Hört nur den Klang. Das ist am Anfang das Wichtigste. Okay, und dann kommt Schritt 2, mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit, versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Und das Gefühl ist hier echt entscheidend. Ihr müsst quasi schauspielern. Dann kommt Schritt 3, aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Das mag ich ja gar nicht, meine eigene Stimme zu hören. Ja, das ist anfangs immer ein bisschen komisch, aber vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Das ist extrem wertvoll. Okay, das leuchtet ein. Aber ein ganz wichtiger Hinweis für euch alle da draußen. Bitte lest nicht nur still mit. Genau, das bringt nämlich fast nichts für die Aussprache. Eben. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Richtig. Das ist reines Muskeltraining, wie im Fitnessstudio, halt nur für die Zunge und die Lippen. Und eine kleine Vorwarnung oder eher ein Versprechen. Bleibt unbedingt bis zum Ende dort, hört ihr unsere Mini-Story, in der alle heutigen Wörter vorkommen. Darauf freue ich mich schon. Also, fangen wir an mit den Substantiven. Was ist quasi die Basis des modernen Lernens? Naja, wenn wir uns so Berichte zur Arbeitswelt ansehen, fällt ein Wort immer wieder auf. Es geht heute nicht mehr nur um das, was auf dem Papier steht. Das Schulzeugnis meinst du? Genau. Es geht um unser erstes Wort, die Kompetenz. Die Kompetenz. Auf Englisch übersetzen wir das mit Kompetenz oder auch Skill. Richtig. Und auf Deutsch bedeutet das einfach, die Fähigkeit oder das Wissen, eine Aufgabe erfolgreich zu lösen. Also im Grunde, dass man etwas wirklich kann, nicht nur in der Theorie. Ja, genau. Früher habe ich mir unter die Kompetenz immer so einen Werkzeugkasten vorgestellt. Man lernt einmal Mathe, packt es in den Kasten und benutzt es ein Leben lang. Ja, das war früher vielleicht so, aber heute passt dieses Bild gar nicht mehr. Eben. Eine Kompetenz ist heute eher wie ein Software-Update. Und ein gutes Beispiel für den Alltag. In der Zukunft wird die digitale Kompetenz im Beruf noch wichtiger werden. Ein super Satz. Und wie bekommt man dieses Update? Das bringt uns direkt zum zweiten Wort. Richtig, nämlich? Die Weiterbildung. Die Weiterbildung. Auf Englisch heißt das Further Education. Das bedeutet, Further Education. das Lernen von neuen Dingen im Beruf nach der Ausbildung. Also wenn man eigentlich schon fertig ist mit der Schule oder der Uni. Genau. Und man muss sich mal überlegen, warum das heute nie aufhört, dieses lebenslange Lernen. Ja, weil sich alles so schnell verändert, oder? Technisches Wissen ist ja manchmal nach 2 Jahren schon alt. Exakt. Deshalb ein typischer Alltagssatz. Mein Chef bezahlt mir eine Weiterbildung im Bereich Datenanalyse. Oh, das ist aber ein netter Chef. Ja, aber es ist auch wichtig für die Firma. Aber sag mal, wo machen wir diese Weiterbildung heute eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Meistens sitzen wir ja nicht mehr im Klassenzimmer. Und das bringt uns zum dritten Wort. Die Plattform. Die Plattform. Das ist auf Englisch ganz ähnlich, nämlich Plattform. Richtig. Also eine Webseite oder eine Software für Lernmaterial. Das ist quasi das virtuelle Gebäude, wo alles stattfindet. Ein einfacher Satz dazu. Unsere Schule nutzt eine moderne Plattform. Genau. Da loggt man sich ein. Aber auf dieser Plattform gibt es ja verschiedene Werkzeuge, also Dinge, die wir uns ansehen oder anhören. Und das ist unser viertes Wort, das Medium. Auf Englisch Medium.
Also ein Werkzeug oder Kanal zur Informationsvermittlung. Das kann ein Video sein, ein Text oder ein Quiz. Ganz genau. Im Alltag sagen wir oft im Plural. Digitale Medien verändern, wie Lehrer Wissen vermitteln. Okay, Plattform und Medium. Habe ich verstanden. Aber, mal ehrlich, wenn ich nur auf einer Plattform bin und ein Medium konsumiere, also ein Video schaue, ist das nicht total einsam? Ja, das war früher bei vielen Online-Kursen echt ein Problem. Man war völlig isoliert. Aber dafür gibt es unser 5. Wort. Die Interaktion. Die Interaktion. Das heißt auf Englisch Interaction. Richtig. Und auf Deutsch ist das wechselseitige Handeln und Kommunizieren zwischen Personen oder Systemen. Also keine Einbahnstraße. Ich klicke etwas und es passiert etwas. Oder ich rede mit jemandem. Ganz genau. Ein gutes System gibt dir Feedback. Ein Beispielsatz. Die Interaktion zwischen Schülern und Lehrern ist auch im virtuellen Raum wichtig. Weil wir Menschen halt soziale Wesen sind. Wir brauchen das. Richtig. So, das waren jetzt unsere Nouns, unsere Substantive. Wir haben die Plattformen. Aber was genau tun wir da? Jetzt kommen wir zu den Aktionen, zu den Verben. Genau. Und liebe Zuhörer, hier gibt es eine ganz wichtige Regel. Wir benutzen im gesprochenen Deutsch fast immer das Perfekt, wenn wir über die Vergangenheit reden. Oh ja, das Präteritum klingt beim Sprechen immer so ein bisschen wie aus dem alten Buch. Also achtet auf das Perfekt. Unser erstes Verb ist Aneignen. aneignen. Das heißt auf Englisch to acquire, besonders wenn es um Wissen geht. Auf Deutsch bedeutet das Sich neues Wissen oder eine neue Fähigkeit durch Lernen merken. und jetzt das Wichtige, die Perfektform. Die lautet, Hat sich angeeignet. hat sich angeeignet. Ein Beispielsatz. Man kann sich Sprachen gut über Apps aneignen. Genau. Man nimmt quasi etwas und macht es zu seinem eigenen Wissen. Das ist super aktiv. Und das bringt mich direkt zu einer Frage. Wenn ich mir das selbst aneigne, was macht dann der Lehrer? Dafür haben wir das Wort vermitteln. Vermitteln. Auf Englisch to convey oder to impart. Und auf Deutsch. Wissen oder Werte an andere weitergeben. Die Perfektform ist hat vermittelt. Richtig, aber dein Punkt ist gut. Ist Vermitteln nicht eigentlich das, was der Lehrer tut und Aneignen das, was der Schüler macht? Ja, genau das dachte ich nämlich. Braucht man den Lehrer dann überhaupt noch? Oh ja, absolut. Aber die Rolle ändert sich halt. Ein Lehrer filtert Informationen und erklärt Zusammenhänge. Ein Satz dazu: Die Lehrerin hat den schweren Stoff super vermittelt. Okay. Also der Schüler eignet sich das Wissen an, aber der Lehrer hilft ihm, indem er es gut vermittelt. Das ergänzt sich. Perfekt zusammengefasst. Und wenn man verschiedene Dinge sinnvoll verbindet, sind wir beim nächsten Verb. Kombinieren. Auf Englisch to combine. Und die Perfektform ist sehr einfach. Hat kombiniert. Das benutzen wir oft. Also 2 oder mehr Dinge sinnvoll verbinden. Genau. Im Alltag sagen wir zum Beispiel, wir haben Online-Lernen und Präsenzunterricht toll kombiniert. Ja, das nennt man dann Blended Learning oder ein Mix aus beidem. Aber manchmal klappt das Lernen trotzdem nicht so gut und man braucht Hilfe. Da kommt unser nächstes Wort ins Spiel. Fördern. Auf Englisch to encourage oder to promote. Die Perfektform lautet hat gefördert. Und das bedeutet? Jemanden unterstützen, damit er sich besser entwickelt. Richtig, also ein Schubs in die richtige Richtung. Ein Satz aus den Nachrichten. Der Staat hat das digitale Lernen stark gefördert. Ja, das ist auch wichtig, dass da Geld investiert wird. So, und dann haben wir noch ein letztes Verb in dieser Gruppe. Und da schließt sich der Kreis zu unserer Interaktion von vorhin. Genau, das Wort ist austauschen. Auf Englisch to exchange. Die Perfektform ist hat sich ausgetauscht. Also man teilt Gedanken oder Meinungen mit anderen. Ein Beispielsatz: Die Studenten haben sich nach der Vorlesung im Forum ausgetauscht. Ohne diesen Austausch ist Lernen ja auch total langweilig, finde ich. Man muss doch drüber reden. Absolut. Wenn man das Wissen nicht anwendet oder diskutiert, vergisst man es schnell wieder. Da hast du völlig recht. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das freut uns immer riesig. Also, jetzt haben wir über die Dinge gesprochen und über das, was wir tun. Aber wie fühlt sich dieses moderne Lernen eigentlich an? Da sind wir bei den Eigenschaften, also den Adjektiven. Mein Lieblingsteil. Denn hier sehen wir, was heute echt anders ist als früher in der Schule. Starten wir mit 2 starken Wörtern. Flexibel und individuell.
Flexibel bedeutet auf Englisch natürlich flexible, also dass man sich schnell an neue Situationen anpassen kann. Ein Beispiel. Online-Kurse ermöglichen flexibles Lernen von zu Hause. Man kann lernen, wann man will. Nachts um 2, wenn man Lust hat. Genau. Und das zweite Wort war individuell, auf Englisch individual. Das heißt, passend für eine einzelne Person. Ein super wichtiger Satz. Jeder Schüler benötigt einen individuellen Lernplan. Und das ist der große Unterschied. Früher war Lernen oft für alle 30 Kinder in der Klasse gleich. Ja, voll schlimm. Die einen langweilen sich, die anderen kommen nicht mit. Eben. Und heute ist es dank Algorithmen oft maßgeschneidert. Das System merkt, wo du Fehler machst und gibt dir individuelle Aufgaben. Mega spannend. Und wo passiert das alles? Meistens in einer Umgebung, die unser nächstes Wort beschreibt. Virtuell. Virtuell. Auf Englisch virtual. Das bedeutet, etwas existiert nicht physisch, also nicht zum Anfassen, sondern nur im Computer oder Internet. Aber virtuell heißt ja nicht, dass es nicht real ist, oder? Ein Satz aus dem Alltag. Wir treffen uns heute im virtuellen Klassenzimmer. Genau, es fühlt sich sehr real an. Denk mal an VR-Brillen. Da bist du in einer virtuellen Welt und lernst, wie man Maschinen repariert. Stimmt, Wahnsinn eigentlich. So, und jetzt kommen wir zu den Zielen des Ganzen. Wir wollen, dass das Lernen 2 Eigenschaften hat. Effektiv und interaktiv. Effektiv heißt auf Englisch effective. Es führt direkt zum gewünschten Erfolg. Man verschwendet keine Zeit. Ein Beispiel. Die neue Methode zum Vokabellernen ist sehr effektiv. Ich merke mir alles viel schneller. Und warum ist sie effektiv? Oft, weil sie unser letztes Wort erfüllt. Interaktiv. Interaktiv. Auf Englisch interactive. Das heißt, der Nutzer macht selbst aktiv mit. Er schaut nicht nur zu. Ganz genau. Ein Beispiel. Interaktive Videos sind viel spannender als normale Bücher. Da muss man dann vielleicht mitten im Video auf eine Antwort klicken, oder? Richtig. Und weißt du was? Interaktives Lernen ist meistens auch das effektivste Lernen. Klar, weil das Gehirn mehr arbeiten muss. Es kann nicht einfach abschalten. Exakt. Wer aktiv ist, lernt besser. Das ist biologisch bewiesen. Okay, wow. Das waren unsere 15 Wörter. Und jetzt bin ich super gespannt. Jetzt kommt nämlich unser zwingender Block, auf den wir uns schon gefreut haben. Oh ja, die Mini-Story. Genau. Leute, hört jetzt ganz genau zu. Wir haben alle 15 Wörter in eine kurze Geschichte gepackt. Achtet mal darauf, wie die Wörter im Kontext klingen. Gerne auch als Shadowing-Übung direkt mitsprechen. Also, es geht um Lukas. Lukas merkt eines Tages, dass ihm in seinem Beruf als Projektmanager eine wichtige Kompetenz fehlt. Oh je, das ist ein Problem. Er versteht die neuen Computerprogramme nicht. Also sucht er nach einer Weiterbildung. Aber er hat echt keine Zeit für eine normale Abendschule. Zum Glück findet er online eine moderne, komplett virtuelle Plattform. Am Anfang ist es für Lukas ein bisschen ungewohnt. Aber das Medium ist wirklich toll gestaltet und vor allem extrem interaktiv. Genau. Er muss ständig Rätsel lösen und klicken. Der Kurs hat kurze Videos und spannende Quizze sehr clever kombiniert. Und der digitale Lehrer in dem Programm hat das komplexe Wissen super simpel vermittelt. Lukas war begeistert. Dadurch hat er sich das neue Wissen total schnell angeeignet. Das System war auch echt schlau. Es war total flexibel und extrem individuell auf Lukas angepasst. Wenn er Fehler machte, gab es andere Aufgaben. Ja, das Programm hat ihn durch dieses Feedback richtig stark gefördert. Und er war auch nicht einsam. In einem speziellen Forum hat er sich jeden Abend mit anderen Managern ausgetauscht. Die Interaktion mit den anderen war für ihn total motivierend. Und sein Fazit am Ende? Diese neue Methode war für ihn einfach extrem effektiv. Er hat die Prüfung mit Bestnote bestanden. Wahnsinn. Da sind sie, alle 15 Wörter. Habt ihr sie alle gehört? Ich hoffe doch. Und, liebe Zuhörer, denkt an unsere Shadowing-Erinnerung vom Anfang. Habt ihr bei der Story Lauten mitgesprochen? Das ist so wichtig für eure Aussprache. Macht das ruhig nochmal. Spult den Podcast ein paar Minuten zurück und sprecht mit uns mit. Genau. Und wir würden uns extrem freuen, wenn ihr aktiv werdet. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Ja, zeigt uns, was ihr gelernt habt. Baut individuell oder sich aneignen in einen Satz ein. Und wenn ihr schon da seid, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Morgen geht es hier natürlich weiter. Morgen sprechen wir über gesellschaftliche Trends. Oh, das wird auch ein super spannendes Thema, da freue ich mich schon drauf. Ich mich auch. Also bleibt dran, übt fleißig weiter.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.